Vielleicht wird, by the way, also hoffe ich zumindest, 2025 endlich das Jahr, in dem ich Gala weich kochen kann. Zwecks Twitch-Drops und so. Und vielleicht Creator Code oder andere Giveaways. Ich habe jetzt nämlich das letzte Mal vor 3 Monaten mit einem Game Master geschrieben. Ich denke, so allmählich wird es Zeit, neues Jahr, neues Glück, nochmal anzufragen, wie es jetzt denn aussieht, ob man sich da irgendwie mal doch umentschieden hat. Ich finde halt, das perfekte Beispiel ist, also was Scala wahrscheinlich so für Vorbehalte haben könnte oder so, Creator zu supporten, wäre halt so, naja, Flive-Creator kriegen jetzt nicht so ultra viele Viewer. Weil du wirst niemals einen Flive-Streamer finden, der, keine Ahnung, tausende Zuschauer hat oder so. Also live. Oder halt hunderttausende Aufrufe auf YouTube-Videos. Das wird es niemals geben. Und, also falls sie jetzt irgendwie so unrealistische Vorstellungen hätten, und ich bin mir ziemlich sicher, die haben sie leider. Warum auch immer. Ergibt überhaupt keinen Sinn bei einem Spiel wie Flive. Haben ja andere MMOs in der Größe auch nicht. Wobei Metin 2 hat schon sehr viele mehr Zuschauer. Keine Ahnung, woran genau das liegt. Einerseits an den Twitch-Drops wahrscheinlich. Aber auch generell, wahrscheinlich, weil es doch einfach eine größere Community gibt. Auf jeden Fall denke ich mir jetzt so, dass sie es irgendwann einsehen müssten. Das ist zumindest die Hoffnung, der Wunsch, dass sie damit alles vorantreiben würden. Und ich finde, das beste Beispiel ist eigentlich Shakes and Fidget. Also Metin 2 kann jetzt nicht so viel drüber sagen, weil ich das Spiel nicht spiele. Also Metin 2 wahrscheinlich eigentlich das bessere Beispiel, weil es halt literally, das Game ist fast genauso alt wie Flive. Bisschen jünger. Es ist auch ein MMO. Es ist auch einfach alt, veraltet, kann man sagen. Pay to win. Also es checkt eigentlich alle Boxen ab, aber da kenne ich mich leider nicht so aus. Was ich aber weiß, ist bei Shakes and Fidget, und das ist auch kein Disrespect an die Streamer dort, aber Shakes and Fidget Streams haben eigentlich, wenn sie Drops aktiviert haben, nie unter 100 Zuschauer, meistens eher so Minimum 300, 400 und bis zu 2.000, 3.000. Und ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, Shakes and Fidget ist noch wesentlich langweiliger als Flive. Weil Shakes and Fidget literally ein Game ist, wo du jeden Tag genau das Gleiche machst. Also nicht mal nur das Gleiche vom Prinzip, also Leveln zum Beispiel oder Farmen, sondern wirklich, es ist einfach, du klickst einfach nur Quests an, statisch, du hast quasi gar kein richtiges Gameplay. Und ich meine, es ist eigentlich ein Game, wo du etwas anklickst und dann wartest du, bis es passiert. Natürlich, die Streamer skippen immer alles, um irgendwo eine Art von Entertainment zu kriegen und so. Aber größtenteils reden sie einfach nur. Es ist fast schon ein Podcast-Stream meistens, weil es gar kein richtiges Gameplay eigentlich gibt. Und wenn diese Streams nur dank Twitch-Drops und Giveaways und Creator-Codes und whatever Hunderte bis Tausende Aufrufe generieren können, bei einer Playerbase, die nicht allzu viel größer sein wird als die von Flive, höchstens 3-mal so groß vielleicht, dann würde bei Flive safe das Gleiche passieren. Und damit würden sie die Creator extrem supporten und sau viel Werbung für das Spiel machen. Und ich hoffe, dass ihnen das irgendwann, wenn ich es ihnen oft genug sage, einleuchtet. Aber ja. Vielleicht klappt es dieses Jahr endlich. Und wenn das nicht klappt, dann zumindest Giveaways oder so. Ein paar Codes oder so. Weil es schon irgendwie auch wack ist. Jahrelanges Bearbeiten, dann kriegst du ein paar Codes zum Giveaway. Aber besser als nichts, I guess. Besser als nichts. Aber ich muss mal schauen. Wie gesagt, Hoffnung steht hoch, dass sie es dieses Jahr endlich ändern. Vielleicht zum FEC spätestens.